Lieber himmlischer Vater, we thank you for this new day. wir danken dir für diesen neuen Tag. We thank you that we can come once again, Lord, before your throne of mercy and hear your word. Danke dir, dass wir ein weiteres Mal vor den Thron deiner Gnade erscheinen können und dein Wort hören können. Please help us, Lord, to hear and to understand your word. Bitte hilf uns, jetzt zu hören und dein Wort zu verstehen. And please allow it to do its work on our hearts, Lord, of revealing what's in there. Und bitte erlaube, dass es das Werk in unserem Herzen tun kann, und zu offenbaren, was da in unserem Herzen wirklich ist. Please work in us, Lord, that we would be willing to accept the truth. Bitte wirke an unserem Herzen, dass wir bereit sind, die Wahrheit anzunehmen, And that we would be willing to act upon it. und dass wir auch bereit sind, danach zu handeln. Please give us a revelation of your word now, Lord. Bitte gib uns jetzt eine Offenbarung deines Wortes. In spite of our sins, please forgive us. Und trotz unserer Sünden, bitte vergib sie uns. And please give us the Holy Spirit. Und bitte gib uns jetzt den Heiligen Geist. Please let your angels be among us to pour the oil on our heads. Bitte lass deine Engel unter uns sein, dass sie das Öl in unsere Lampen gießen. Please bless Brother Mark as he leads out. Bitte segne Bruder Mark, wenn er die Klasse leitet. Please bless Brother Lawrence as he translates. Bitte segne Bruder Lorenz, wenn er übersetzt. And please bless also all those who are watching the live stream and recordings. Bitte segne auch alle, die beim Livestream zuschauen oder die Aufzeichnungen anschauen. And we thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Turn to Daniel chapter 12. Gehen wir zu Daniel 12. Verse 9. Daniel 12, Vers 9. It says, and he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Right? So, there's two classes, right? Es gibt zwei Klassen. There's not three classes on the earth, there's two. Es gibt nicht drei Klassen auf der Erde, sondern zwei. There's the wise and the wicked. Es gibt die Klugen und die Gottlosen. And what is it, based upon this chapter, what is it that the wise will understand? Wir sehen auf diesem Kapitel, was ist, was die Weisen verstehen werden. Revelation about what? What's the chapter about? Eine Offenbarung, worüber geht das Kapitel hier? Ah, okay, now you get the point. Also der Kampf zwischen Nord und Süd. Okay. So, the wise, right, will understand. Die Weisen werden verstehen. Right? The war between the north and the south. Und zwar den Krieg zwischen Nord und Süd. Right? Richtig? Yes? Yes. Okay, I need some confirmation. I want to know that your minds are awake this morning because it's very important that we get this, right? Ich brauche ein paar Zustimmung, damit ich weiß, dass ihr dabei seid, dass euer Verstand wach ist. Okay, Weil es sehr wichtig ist heute. so now go to John chapter 8. Jetzt gehen wir zu Johannes Kapitel 8. And verse 32. Johannes 8, Vers 32. Right? It says, and ye shall know the truth. Just make sure I'm reading the right place. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So, what is it that makes you free? Was ist es, was dich freisetzt? The truth, right? Wahrheit. Right. So, what is the truth making us free from? Und wovon macht uns die Wahrheit frei? Error about the war
No, you're jumping to conclusions. Just stick to what I'm going. We'll get there. What is it that the truth makes you free from? Wovon macht sich die Wahrheit frei? Okay, bondage to sin, right? Von der Knechtschaft zur Sünde. What's another name for bondage? Was ist ein anderer Name für Knechtschaft? Yes. Gefangenschaft. If you're practicing sin, what are you? Wenn du Sünde praktizierst, was bist du? You're a slave to sin, right? Du bist ein Sklave der Sünde. So what's another name for bondage? Was ein Slavery, right? anderer Begriff für Knechtschaft ist, ist Sklaverei. So the wise will understand the war between the north and the south, right? Die Klugen, die werden den Krieg zwischen Nord und Süd verstehen. And they will also understand that it's truth that sets us free from slavery. Und sie werden auch wissen, dass es die Wahrheit ist, die dich frei von der Sklaverei machen wird. The war between the north and the south, what is it about? Der Krieg zwischen Nord und Süd, worum geht es dort? It's about slavery, right? Es geht um Sklaverei. Okay, so these two classes, who are they? We've been looking at this recently. Who are they? Diese beiden Klassen, wer sind sie? Das haben wir uns ja vor kurzem angeschaut. No, that's what it says. I'm asking, in relation to what we've been studying lately, who are they? In Bezug auf das, was wir vor kurzem studiert haben, wer sind sie? They are the two goats on the Day of Atonement, Das sind right? die zwei Böcke am Versöhnungstag. That's what we've been studying lately, right? For the last, I don't know, 2 weeks or so, all about the Lord's goat and the scapegoat, right? Das haben wir uns ja so die letzten 2 Wochen angeschaut, das, was den Bock des Herrn angeht und den Sündenbock angeht. And what do we understand takes place here? Was verstehen wir? Was findet hier statt? Okay, what's the theme? Guilt. No, that's maybe a terrible question, right? It's about blame, right? Es geht darum letztendlich, I think that's what she meant. Sorry? I think that's what she meant. Because in German it's difficult. That doesn't mean. Okay. When she said guilt, I think she meant blame. Oh, okay, that's right, Margaret. Right? Okay. It's about blame. That's Also right. es geht darum, wie man sozusagen die Schuld zuschiebt. It's about apportioning blame to somebody else rather than apportioning it to yourself, right? Also es geht darum, letztendlich jemand anders zu beschuldigen, als dich selbst zu beschuldigen. Okay. In the time of Christ, the Jews, what was their sin? In der Zeit von Christus, was war die Sünde der Juden? I mean on the sense, what is it that they didn't understand? Also was haben sie nicht verstanden? Okay, they were looking at the natural rather than the spiritual, Sie right? haben mehr das Buchstäbliche betrachtet als das Geistliche. So, what is it that the wicked will not understand? Also was ist, was die Gottlosen also nicht verstehen werden? Right. So, the wicked, they will look to the natural, right? Die Gottlosen, die werden auf das Natürliche schauen. Whereas the wise will look to the spiritual. Wohingegen die Klugen auf das Geistliche schauen werden. Okay, question. The Jews, Die Juden. when they were in bondage to the Romans, Als die Juden in Knechtschaft zu den Römern waren, whose fault was it? wessen Fehler war das? It was their own fault, right? Das war ihr eigenes Vergehen, ihr eigener Fehler. Okay, but who did they blame it on? Aber auf wen haben sie die Schuld abgewälzt? In the ultimately at the end, who did they blame it on? Letztendlich, auf wen haben sie die Schuld abgewälzt? They blamed it on Christ, right? Sie haben es auf Christus sozusagen. He was this troubler Sie that haben ihn verantwortlich gemacht. was going to bring more Roman oppression upon them, right? Sie haben gesagt, er ist dieser Unruhestifter, der noch mehr römische Unterdrückung über sie bringen würde. So what it was, they wanted free from their literal slavery, right?
Also sie wollten von der buchstäblichen Sklaverei befreit werden. And they want to be free Aber diese Gruppe hier möchte von der from their sin, right? von ihrer Sünde, also von der geistlichen Sklaverei befreit werden. They want to be free from sin, right? Sie wollen frei von der Sünde werden. Okay? And when you understand these two things, right, it's, for instance, Jonah. What did Jonah say about himself, that why he was in this trouble? Zum Beispiel Jona, was hat er über sich selbst gesagt, warum er in dieser Trübsal war? No, he said it was my fault. Er hat gesagt, es war mein Fehler. He recognized that it was his sin that caused these problems, Er right? hat anerkannt, dass es seine Sünde war, die letztendlich diese ganzen Probleme hervorgerufen hat. But what about the people that were casting lots? What were they doing? Aber was war mit den Leuten, die dieses losgeworfen haben? Was haben sie gemacht? They were also wanting to put the blame upon Jonah. Sie wollten Right. auch die Schuld auf den Jona werfen. But the problem was they didn't want to see that it was their sin. Jonah had confessed his sin, it had been taken from him, but it was their sin that was bringing this trouble, right? Die Leute haben nicht erkannt, dass es auch ihre eigene Sünde war, die diese Trübsal hervorgebracht hat. Jona hat ja seine Sünde eingestanden und bekannt. Okay, and this is a really deep subject, right? Das ist ein wirklich sehr tiefgehendes Thema. So the Jews under Roman bondage is a parallel to the Jews under Egyptian bondage, right? Also die Juden unter der römischen Herrschaft ist eine Parallele, wie die Juden unter der ägyptischen Herrschaft waren. Right? Oder Knechtschaft. And Sister White says very clearly, the Egyptian bondage typifies our bondage to sin. Jedenfalls sagt sehr deutlich, dass die ägyptische Knechtschaft die Knechtschaft zur Sünde vorausschattet. Bondage to the world, right? Knechtschaft zur Welt. Now, I've put a couple of quotes in the live stream. Go to this first one. Gehen wir zum Livestream, das sind ein paar Zitate. Wir gehen zum ersten Zitat. It says, the Lord would have his people bury political questions. On these themes, silence is eloquence. Christ calls upon his followers to come into unity on the pure gospel principles. What are we to come into unity on? Wo sollen wir uns vereinen? Gospel principles or political questions? Uns auf Evangeliumsprinzipien vereinen oder politischen Fragen? Die Prinzipien des Evangeliums. So, politics should have no play in anything to do with no, what I'm saying is politics should have nothing to do with Bible prophecy, Also Politik sollte nichts mit biblischer Prophetie zu tun haben. right? It's spiritual lessons that we have to learn, not political lessons, Es sind geistliche Lektionen, die wir lernen sollen und nicht politische Lehren. right? Richtig? Okay. It says, pure principles which are plainly revealed in the Word of God. We cannot with safety vote for political parties, for we do not know whom we are voting for. So what does it tell us about the political parties? Was sagt es hier über die politischen Parteien? That's a different thing, that's true, but but I'm asking, what does it say here? That's the point I just want to Was emphasize. sagen Sie? Was hast du gesagt, Philipp? They are liars. Also, sie sind alle Lügner. Yes, it's Das true. mag zwar sein, aber was No, sagt just es jetzt the hier? point I'm making, what does it say about them here? Was sagt es? This is the word, this is what the truth is, right? So what does it say? Was sagt es? They can say they're this, but you don't know that they're that, right? Sie können sagen, ja, wir sind das, aber du kannst nicht wirklich wissen, dass sie es auch wirklich sind. Okay, so the wise are going to understand about this war between the north and the south, and the war between the north and the south is all about a spiritual understanding about
we're in bondage to sin, and they will be looking for freedom from sin, right? Also die Weisen werden hier den Krieg zwischen Nord und Süd verstehen. Und der Krieg zwischen Nord und Süd ist letztendlich geht um diese geistliche Knechtschaft und die Befreiung aus dieser geistlichen Knechtschaft der Sünde. But the natural man, he's looking at this war between the North and the South, and he wants to be freed from literal slavery, literal bondage, Aber der right? natürliche Mensch, der schaut auf diese Sache natürlich und er möchte von der buchstäblichen Sklaverei befreit werden. So the North, in our time period right here, ultimately, who is the North and the South? From a political aspect. From einem politischen Aspekt, wer ist in unserer Zeit der Norden und der Süden? Papacy is not, well, I mean, it is in some sense, but it's generally a religious thing. That's not what I'm asking. The Republicans and the Democrats, right? Die Republikaner und die Demokraten. Because America has given us an illustration of these two opposing ideologies, right? Amerika gibt uns eine Darstellung von diesen zwei entgegengesetzten Ideologien. Now, apart from the fact we can see this playing out in front of our faces, how else do we know that the Republicans and Democrats represent the North and the South? From what history? Also abgesehen davon, dass wir das vor unseren Augen jetzt sehen können, wie sich das abspielt, wie können wir noch wissen, dass die Republikaner der Norden sind und die Demokraten der Süden basieren auf der Geschichte? Republicans and Democrats, Margaret, they're in America. Republikaner und Demokraten, die waren in So Amerika. some American history that's going to tie them to the North and the South. Which American history ties them to the North and the Es South? gibt die amerikanische Geschichte, die letztendlich diese Parteien jeweils zum Norden und zum Süden Now, zuweist. be very careful, and you're right, but be very careful because Das ist der US-Bürgerkrieg. the wise are going to understand this. So if you don't understand it, you need to make sure that you understand this, right? Sei sehr achtsam, denn die Klugen werden das verstehen. Und wenn du das noch nicht verstehst, dann achte jetzt besonders darauf. So the answer was the US Civil War, right? Die Antwort darauf ist der US-Bürgerkrieg. Okay, now I never really focused on this point, but it was pointed out to us that the North, right, who were, let's say on the surface, right, anti-slavery. Also ich habe das bisher auch noch nicht so betrachtet gehabt, aber es wurde uns mitgeteilt, dass letztendlich im Norden damals die Republikaner waren und die waren scheinbar anti-Sklaverei. But the Gegen Democrats were pro-slavery, right? Aber die Demokraten waren für die Sklaverei. Okay, now this is I'll just write it up here so there's no confusion. US Civil War. Und das ist jetzt der Zustand gewesen damals im US-Bürgerkrieg. Now Sister White takes this and she parallels it to the Jews in Egypt. Und Ellen White nimmt das, was im Bürgerkrieg stattfand und stellt es als eine Parallele zu der Knechtschaft in Ägypten dar, von den Juden. Okay, now this, just let's continue to read this quote from about these politics, right? Lass uns weiterlesen, das Zitat, was wir gerade über die Politiker hier gelesen haben. It says, "Those who are Christians indeed will be branches of the true vine and will bear the same fruit as the vine. They will act in harmony in Christian fellowship. They will not wear political badges, but the badge of Christ. What are we to do then? Let political questions alone. There is a large vineyard to be cultivated, but while Christians are to work among unbelievers, they are not to appear like worldlings. They are not to spend their time talking politics or acting politics, for by so doing they give the enemy opportunity to come in and cause variance and discord." So when you start talking politics amongst yourselves, you show that you are opposed in word or in mind with one another, right? Also wenn wir anfangen würden hier über Politik hier untereinander zu sprechen,
dann würde man manifestieren, dass man letztendlich unterschiedliche Gesinnungen hat in verschiedenen politischen Ansichten. But the word says, you have no idea who you're really voting for, right? Aber das Wort sagt ja hier, du hast überhaupt gar keine richtige Vorstellung, für wen du eigentlich deine Stimme abgeben würdest. So it's just a front, right? Deswegen alles, was du da siehst, ist ja letztendlich alles nur eine Front, die die Parteien It's aufbauen. something that they put out in the front to draw you in and advertise themselves falsely, right? Es ist einfach nur eine Front, die sie sozusagen vorgeben, sodass sie sich anlocken können, dass du für sie abstimmen wirst. Okay, it says, God's children are to separate themselves from politics, from any alliance with unbelievers, right? No politics are to be brought in amongst God's people, right? Keine Politik soll unter Gottes Volk gebracht werden. The rule of our life is a thus saith the Lord, right? Die Regel unseres Lebens ist eine, es steht geschrieben, so spricht der Herr. Because it's the truth that's going to set us free from slavery, not politics. Es ist die Wahrheit, die uns von der Sklaverei befreit und nicht Politik. Okay, so now let's do this now, right? So USA Today. USA heute. So you got the Republicans and the Democrats, just like you had in the time of the US Civil War. And do we see them at war with one another? So heute haben wir auch die Republikaner und die Demokraten genauso wie im Bürgerkrieg und führen sie auch sozusagen einen Krieg heutzutage. So it teaches us something. Now, we know, right, that the US Civil War is linked to this, for instance, right, Sunday Law, 1848, right? Zum Beispiel das Sonntagsgesetz ist vorausgestattet durch 1848. Sister White says it's the shaking of the earth marked in Matthew 24, right? White sagt, es ist ja die Erschütterung der Erde in Matthäus 24. But when you go to the quote about the two times of trouble, or the little time of peace in the middle, Und wenn du aber zum Zitat kommst, wo sie über die zwei Zeiten der Trübsal spricht und mit der kleinen Zeit des Friedens dazwischen, the first time of trouble is Matthew 24. The second time of trouble is the shaking of the heavens and the earth, marked in Matthew 24 and Luke, etc. Right? das ist ja die erste Zeit der Trübsal hier aus Matthäus 24 und die zweite Zeit der Trübsal ist dann das Erschüttern des Himmels und der Erde aus Matthäus 24, Lukas 21 und so weiter und so fort. And when you go to her writings, she takes the US Civil War and brings it to the end and marks this little time of peace, right? Und wenn du zu ihren Schriften gehst, spricht sie über den Bürgerkrieg und führt ihn dann hier noch zum Ende und sagt, dann fing eine kleine Zeit des Friedens an. Okay? So the war between the North and the South is the Sunday Law crisis. It's the shaking of the earth. It was prefigured by 1848, right? Deswegen, der Krieg zwischen Nord und Süd ist die Sonntagsgesetzkrise und zwar die Erschütterung der Erde, vorausgestattet durch 1848. In 1848, you had the kings, the rulers, right? 1848 hatten wir die Könige, die Herrscher, Wanting to put the Pope back in his place, right? und sie wollten den Papst wieder auf seinen Thron setzen. Okay, so those leaders, right, you could say that they are these, their mindset is of an imperialistic mindset. They're royalists, if you want to call it Wir können that. also sagen, dass diese Leiter, diese Herrscher, sie haben dieses imperialistische Gedankengut, sie sind diesem königlichen Gedankengut verfangen. Right? But at the end of the world, we're not looking at kings, we're looking at these political leaders. They are the kings at the end of the world, right? Am Ende der Tage schauen wir nicht auf buchstäbliche Könige, sondern auf die politischen Führer. Sie sind diese Könige der Welt hier am Ende der Zeit. Right? Trump is prefigured by kings in the Bible, right? Trump zum Beispiel ist vorausgestattet durch Könige aus der Bibel. Now, so just I'm trying not to lose my thoughts, but here in this war, In diesem Krieg, what's the difference? was ist der Unterschied dann?
who are the Democrats? Who are the? Or let's put it this way: the Democrats. Okay, let's do it. Let's look at it this way: the North and the South, right? Lassen Sie es nochmal aus der Perspektive anschauen. Der Norden, der Süden hier. Faschismus und Kommunismus. Right. What's the difference? Was ist der Unterschied hier? Religious God and no religious God. Yeah, it's not what I'm saying. That's not what I'm asking. That's No difference. there's no difference. Es gibt keinen wirklichen Unterschied. What does this? With this one, under fascism, are you a slave to the system? Also unter dem Faschismus wirst du ein Sklave des Systems sein. Yes, it's Yeah. as oppressive as this one, right? They're both oppressive systems, right? Beides unterdrückende Systeme. They're both ruled by dictators. Beide sind durch Diktatoren beherrscht. But as Scott pointed out, this one is the more dangerous one because it has a religious guy, right? Und wie Scott schon auch gezeigt hat, ist, dass der obere, also der Faschismus, ein gefährlicherer Feind ist, weil dieses religiöse Gewand hat. Whereas communism, what's its religious gap? Aber was ist das religiöse Gewand vom Kommunismus? Atheism, right? Atheismus. Now, so when you come here, when you look at the Republicans and the Democrats, who are their foot soldiers? Also wenn du dir die Republikaner und die Demokraten anschaust, wer sind ihre Fußsoldaten? God, we're not paying attention. If you're not understanding this of the current events, then you're not really paying attention to Bible prophecy. Also wenn du das jetzt noch nicht basierend auf den momentanen Umständen verstehst, dann achtest du nicht wirklich auf biblische Prophetie. Who prefigured Trump in history? Wer hat Trump in der Geschichte vorausgeschattet? Sorry? Hitler. Hitler. What is everybody accusing him of? They're accusing him of being a racist and a right wing, right? Womit wird Trump angeklagt, dass er ein Rassist und ein Rechtsgerichteter sei? The Trump supporters out there are all these right wing activists, right? Also Trump-Anhänger, die da draußen sind, die das Fußvolk sind diese rechtsgerichteten Anhänger oder Aktivisten. What about the Democrats? Was mit den Demokraten? Who's their foot soldiers? Wer sind deren Fußsoldaten? Okay, Antifa, right? Antifa And und Black Lives Matter. okay, that's real important that you get that, right? Es ist wirklich wichtig, dass ihr das seht. These are atheists, right? Die sind diese Atheisten. Now, persons that stand with Black Lives Matter may claim to be Christian, right? But a Christian follows Christ, right? Also Leute, die sich Black Lives Matter angeschlossen haben, die mögen vielleicht vorgeben, Christen zu sein, aber Christen, wahre Christen, folgen Christus. But there is more evidence to show, especially in this group of people here, right? That they hate anything to do with religion, right? Aber es gibt viele Beweise zu zeigen, auch ganz besonders in der Gruppe von Antifa, dass sie alles, was irgendwie religiös ist, hassen. Okay. Now, Adolf Hitler, in order to get into full power, who did he have to remove? Damit Adolf Hitler in volle Macht aufsteigen konnte, wen musste er erst beseitigen? Come on, there was a big war. There was a war internally before he came to full power. Who was it with? Es gab ja erstmal intern in Deutschland einen großen Kampf, bevor Hitler zur vollen Macht kam. Und gegen wen hat er The gekämpft? communists, Er hat gegen right? die Kommunisten in Deutschland All gekämpft. there in history, right? The right against the left, right? Das ist alles in der Geschichte hier zu finden. Die Rechten gegen die Linken. And what he did is he blamed the burning down of the Reichstag on the communists, right? Was hat Hitler gemacht? Er hat ja den Reichstagsbrand den Kommunisten in die Schuhe geschoben. Sorry? Chris?
that's what he did, right? I was very fascinated with this history when I was growing up, so I read a little bit. But anyway, so the point is, right? In this time also was a burning one. No. Just look. Do these ever change? Right? Now we read this thing, political question. What's the difference between here and here? Was ist der Unterschied zwischen hier und dort? Does it match up? Ist es immer noch passend? Yeah, it seems like it's switched, right? Es schaut so aus, als ob es sich geändert hat. Also genau And this gedreht hat. quote says, you can't vote because you don't know what you're voting for, Also das right? Zitat, was wir gelesen haben, ist, du kannst nicht wählen, weil du nicht weißt, wofür du eigentlich wählst. Now, when you go read about the US Civil War, what was the real theme behind it? Wenn du dir die Geschichte vom US-Bürgerkrieg anschaust, was war eigentlich das wahre Anliegen hinter dem Bürgerkrieg? Dass sie alles To vereinen. preserve the Union, Yes. Die Union aufrechtzuerhalten. right? It was at the end of that war, what happened with all those countries? Because they were countries, right? Was ist am Ende des Krieges mit all diesen Ländern passiert? Denn diese Staaten waren wie kleine Länder. Were they more united than what they were prior to it? Waren sie mehr vereint als zuvor? Yes. Complete. Yes, that you are now a citizen of the United States, whereas before you were a citizen of Georgia, Alabama, Louisiana, etc., etc. Right? Jetzt warst du ein Bürger der US-Staaten, wohingegen du zuvor ein Bürger eines einzelnen Staates warst, wie zum Beispiel New York oder Louisiana oder diese ganzen Staaten, die es gab. So, at the end of the First World War, was there a union? Am Ende des Ersten Weltkriegs gab es dort eine Union Yes. Yes. And Yeah. the Second World War, was there a union? und auch am Ende des Zweiten Weltkrieges war es dasselbe. So here you have the real issue, right? Also hier haben wir jetzt wirklich, worum es eigentlich geht. Now, the League of Nations, what was its purpose? Der Völkerbund, was war der Sinn und Zweck dahinter? Come on, guys, what's the purpose of the League of Nations? Not more war. Okay, to bring in peace, no more war, but ultimately, who is it to unite? Also sozusagen Weltfrieden herbeizuführen, aber um wen letztendlich zu vereinen? The League of Nations? It's the whole world. Um die gesamte Welt zu vereinen. Its purpose was to unite the whole world, right? Die Absicht dahinter war, die gesamte Welt zu vereinen. Whose agenda is it to unite the whole world, ultimately? Wessen Agenda ist es, letztendlich die gesamte Welt zu vereinen? Okay, Satan, right? Thank you. Satans Agenda. Go to Genesis 11, right? Gehen wir zu 1. Mose 11. It's all written in God's word, right? Steht ja alles in Gottes Wort geschrieben. Verse 1. 1. Mose 11 ab Vers 1. This is Satan's agenda right here, right? Das ist der Satans Agenda hier. Verse 1. It says, the whole earth was of one language and one speech. So what's Satan's agenda? Das ist Satans Agenda. One earth with one speech. Okay, right, so, Eine Erde mit einer Sprache. okay, so let's go down and see the Lord's agenda. Jetzt gehen wir ein paar Verse runter und schauen uns die Agenda des Herrn an. Verse 7. Vers 7. Let us go down there, confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build this city. What was God's agenda? Bis Vers 8. Was war Gottes Plan? Gottes Agenda? That he would have many different countries, different races, different languages. To prevent what? Dass er viele verschiedene Länder, Rassen und Sprachen haben würde, um was zu verhindern? Yes, but I mean, those things might be have an element of truth in it. But the point is that
to prevent them having a one world government, right? sie davon abzubringen, eine Weltregierung zu erhalten. The kings, who do the kings symbolize, or how are the kings symbolized in the Bible? Wie werden die Könige in der Bibel symbolisiert? Which power is it? Welche Macht ist das? It's the dragon power. Die Drachenmacht. Who's the dragon? Wer ist der Drache? Satan, right? Satan. So, how does the Lord want us to unite? Wie möchte der Herr, dass wir uns vereinen? Okay, so it In doesn't matter Christus. if you're Russian, or if you're German, or if you're British, or French, or Croatian, or whatever, right? Ist ganz gleich, welche Nation du bist. Ist letztendlich egal. He wants you to unite on a thus saith the Lord, right? Er möchte, dass du dich vereinst auf einem steht geschrieben, so spricht der Herr. But Satan wants you to unite on a political question, right? Aber Satan möchte, dass du dich auf einer politischen Frage vereinst. It's humanism. Das ist Humanismus. It's what appeals to the humanistic feelings in us, right? It's all about feelings and what seems right to a man, right? Also das spricht unsere menschlichen Gefühle an und sozusagen das, was uns als Mensch als richtig erscheint. Okay, so go to Revelation 17. I want us to see something. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 17, da möchte ich euch etwas zeigen. This is a very deep topic. Das ist wirklich ein sehr tiefgehendes Thema. And this has always baffled me, but now I think I'm beginning to understand it. Verse 12. Das hat mich immer sehr irgendwie verwundert, aber jetzt denke ich, fange ich an, das zu verstehen. Offenbarung 17, Vers 12. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom as yet, but receive power as kings one hour with the beast. Now we've just been going through this yesterday and the day before, right? Das haben wir uns ja gestern und im Vortag angeschaut. Who are the 10 kings? Wer sind die 10 Könige? Written right here. What do they do? Steht ja hier geschrieben, was tun sie? No, that's not what I'm asking. I'm saying, who are they? What do they do? Wer sind sie? Was tun sie? Yeah, they're the ones that are going to put the Pope on the throne, right? Sie sind diejenigen, die das Papst auf den Thron setzen This werden. is what we spoke about when we looked at AD 48, right? Das ist ja, was wir besprochen haben, als wir uns 1848 angeschaut haben. Right? So, you got 10 kings here. Wir haben 10 Könige They hier. put the Pope on the throne, but at the end, right here, Sie setzen den Papst auf den Thron, aber genau hier. go to verse 16. Gehen wir zu Vers 16. It says, the 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh and burn her with fire. What do they think about the whore? Was denken Sie jetzt über die Hure hier? They hate her. Sie hassen sie. Is this the same as this? Und ist das dasselbe wie das hier? Die Könige am Ende wie am Anfang? That's not what I'm asking. Is this the same as this? Ist das hier dasselbe wie das hier? According to Revelation 17, the 10 kings that put her on will put her on for 1 hour, and then they will take her off. Gemäß Offenbarung 17, die 10 Könige, die sie draufgetan haben, das werden sie auch wieder abnehmen. What is a king in Bible prophecy? Aber was ist ein König in der biblischen What does Prophetie? Mr. White say kings represent? Was sagt Ellen White? Was stellen Könige dar? The dragon, right? Der Drache. So, okay. So, kings, right? Okay. Let's just do it this way, right? Lass uns das jetzt so anschauen. Kings are both, right? Beides sind Könige, richtig? Where does the Pope get his army from? Und wo erhält der Papst seine Armee? From the south, Vom Süden. right? Because the Pope is a church, but in order for him to sit on the dragon, he needs to borrow, right, the civil power from the south, right? Also, der Papst ist eine Kirche. Damit er auf einen Drachen setzen kann, dann muss er die Militärmacht von den Leuten sich sozusagen ausborgen oder leihen. So within the dragon power, the civil powers, there's two ideologies. Aber innerhalb der Drachenmacht, also der
Staatsmacht gibt es zwei verschiedene Ideologien. And these two ideologies within the kings of the earth is the north and the south. Und die zwei Ideologien unter den Königen der Erde ist der Norden und der Süden. So right at the beginning, the kings who are the north, who will be in power, put the Pope on the throne. Also hier am Anfang werden also die Könige, die auf der Seite des Nordens sind, die werden an der Macht sein und sie werden den Papst auf den Thron setzen. Or let's say the political leaders who are in control here, right, will put the Pope on the throne. Die politischen Führer, die hier in der Macht sind, die werden den Papst auf den Thron setzen. But at the end here, the political leaders who realize they've been deceived by their Republican counterparts, right? I can do that, Aber hier am Ende, dann werden die politischen Leiter, die erkennen werden, dass sie durch ihre republikanischen Gegenspieler verführt worden sind. Because when you go to Ezekiel 23 Den and Papst wieder absetzen. when you go to Revelation 18, who's mourning and lamenting when the Pope gets knocked off its throne? Denn wenn wir zu Hesekiel 27 gehen oder Offenbarung 18, wer weint und klagt, als das Papsttum abgesetzt worden ist? Diese Könige hier, The right? die Rechtsgerichteten, The ones that have been drinking deliciously with her, the ones that are benefiting from a relationship with the Pope, right? diejenigen, die mit ihr zusammen getrunken haben und von der Beziehung mit dem Papst profitiert haben. But who's rejoicing? Aber wer frohlockt? The Democrats, right? Die Demokraten, Communism. Kommunismus. Because in the French Revolution, who was it that rose up? In der französischen Revolution, wer war es, der dort aufkam? Okay, communistic, atheistic movement, right? Eine kommunistische atheistische Bewegung. The Democrats are funding this, right? The Yeah. Republicans can't see it, but you can be sure that they are behind this. Also right? die Demokraten, die finanzieren diese Leute und die Republikaner finanzieren diese Leute, auch wenn man das vielleicht nicht so sehen kann. Okay, so I want to get to a point, right? So now go to, not the next quote, maybe we won't have time to get to today, but go down to the third quote, it's to the French Revolution. Jetzt zum dritten Zitat, das ist über die Französische Revolution. I want to show you something that will confirm what I'm just saying to you, right? Und da möchte ich euch etwas zeigen, was bestätigt, was ich euch gerade gesagt habe. In that Das ist das letzte Zitat, first paragraph, ersten Absatz. no, you said the last? The last you posted. Last quote. No. The last you posted. There's two quotes there from Great Controversy. So it's the same Master Spirit. Yes, that's it. Okay. It's all from the same thing, but it's actually two separate Der things. gleiche mächtige Geist, so fängt das an. Okay. The same master spirit that urged on the St. Bartholomew's massacre led also to the scenes of the revolution. What's wrong with that statement? Also was ist verkehrt mit dieser Aussage hier? Opposite party. Okay, that's the point. Now, who are the two parties that we're looking at there? Also es sind die gegengesetzten Parteien. Okay, who was behind the St. Bartholomew's massacre? Und wer war hinter dem St. Bartholomäus Massaker? The North. Da war der Norden dahinter. What about the revolution? Aber was war mit der Französischen Revolution? The South. So what does it say about the Das North war and the der South here? Süden. Also was sagt es hier über Nord und Süd hier? It's the same spirit, right? Es ist derselbe Geist dahinter. It's the dragon, right? Es ist der Drache. It's the same spirit. Derselbe Geist dahinter. Left wing and right wing is the wings of the dragon. Could be, right? Could be. That might be a nice analogy. But the point is, they're both, right, when you come back to this one here, right? The Republicans, it says they were anti-slavery, but what does Sister White tell us? Also hier, die Republikaner waren ja an sich gegen die Sklaverei.
scheinbar im They were not Bürgerkrieg. really. No, Aber was sagt Ellen White? a lot of those Republicans and a lot of those generals in that were controlling the North were pro-slavery, Sie right? sagt letztendlich, viele Republikaner und viele Generäle, die beim Norden waren, die waren an sich für die Sklaverei. She says many of those men from the North who you know, joined the Union was not about preserving the Union, it was to get away with slavery. They sacrificed their lives under a false pretense. Und viele Leute aus dem Norden, die letztendlich einfach nur die Union aufrechthalten wollten, es ging ihnen nicht um die Sklaverei. Sie haben da Millionen von Leuten einfach, oder was heißt Millionen, also sie haben viele, viele Leute zu Tausenden geopfert. Whereas the true agenda was to bring them together, right? Was to make a union. Wohingegen die wahre Agenda hinter all dem war letztendlich, sie alle zusammenzubringen, diese Union zu formen und aufrechtzuerhalten. Now what makes me sick, right, is we have a custom in the United Kingdom called Poppy Day, right? Und was mir aufstoßend ist, es gibt in Großbritannien so einen Gebrauch oder so einen Brauch, der heißt Poppy Day. Poppy. Diese rote Mohnblume. Yeah, Also- Moon. Also Mohn, also ein Tag des Monds. So on the fields of France after the First World War, everywhere grew these things in the bright red, right? Also nach dem Ersten Weltkrieg gab es überall in Frankreich diese Felder des Monds und die waren ja alle knallrot. So they symbolize the blood of all those soldiers who died on the fields of Flanders, and Germans and British and French and etc., fighting against Sie each waren other. sozusagen ein Symbol für das gesamte Blut, was zwischen den ganzen verschiedenen Völkern dort in Frankreich dann vergossen worden ist. And you know what they do? They've made all over the United Kingdom. They've made these things called cenotaphs and stuff like that. These are these places where they write all the names of the dead on, and they come and they put these poppies, and they bow down and remember the dead, right? Und überall in Großbritannien sind dann solche Gedenktafeln aufgerichtet worden, wo dann die Namen der Toten aufgeschrieben werden und dann setzen sie diese Mohnblumen davor und sozusagen geben den Toten die Ehre. But all these cenotaphs, when you look at they're satanic symbols. They're like these Egyptian, what's it called? This obelisk, right? Also all diese Gedenksteine oder Tafeln für die Toten sind alles so satanische Symbole, wie zum Beispiel die Obelisken und so weiter. These people have been sacrificed to the dragon, right? Diese ganzen Leute im Ersten Weltkrieg, diese Soldaten, sind alle dem Drachen geopfert worden. Under a false pretense. Unter einem falschen Vorsatz. Because the war between the North and the South was also the war between the Axis powers and the Allied powers. Denn der Krieg zwischen Nord und Süd war auch dargestellt, zum Beispiel durch den Krieg zwischen den Achsenmächten und den Alliierten. Right? So when you go into these things, you can see it's the same agenda over and over, and it's a lie, right? Und wenn du das dir anschaust, ist es immer wieder dieselbe Agenda dahinter und es ist letztendlich eine große Lüge. So you have to look past the literal and you have to see the spiritual, right? Deswegen, du musst hinter dem Buchstäblichen oder durch das Buchstäbliche durchblicken und das Geistliche dahinter erkennen. Otherwise, you're going to vote for one of those sides. You think this one is right over this one, or this one is right over this one, Und right? ansonsten wirst du sozusagen für eine Partei sozusagen deine Stimme abgeben und du wirst sagen, ja, die ist richtig über diese. Right? Because there's only really two political parties in the world, Es gibt in Wirklichkeit ja nur diese zwei politischen Parteien in der Welt. right? Okay, so the point is that this is a lie. It looks like it on the front, but it's the same spirit, right? Also, ein Punkt, den wir sehen können, ist, dass das letztendlich eine Lüge ist. Die schauen zwar äußerlich anders aus, aber es ist letztendlich derselbe Geist dahinter. Right, because when you come down to the next paragraph, the first sentence, Wenn wir den nächsten Absatz lesen, den ersten Satz, it says, "The beast that ascendeth out of the bottomless pit," speaking about the French Revolution. und es spricht jetzt über die Französische Revolution, dieses Tier, was aus dem Abgrund aufkommt. Right, so who is that beast that ascendeth out the bottomless pit? Und wer ist dieses Tier, das aus dem Abgrund aufkommt? It's the south, Das right? ist der Süden, richtig? Yes? Ja. But go to Revelation 17. Gehen wir aber jetzt zu Offenbarung 17.
verse 8. Psalm 17, Vers 8. And the beast that thou sawest was and is not and shall ascend out of the bottomless pit. Who's this? Wer ist das hier in Vers 8, dieses Tier? Come on, brothers and sisters. This should be your bread and butter. Who's the beast that's ascending out of this is the north. Das ist hier der Norden. This is the papacy that's been reborn, right? Papsttum, das wiedergeboren ist. They're both the beast that comes out of the bottomless pit. Beide, sowohl Norden als auch Süden, kommen aus dem Abgrund heraus. Go to Revelation 9. In Vers Offenbarung 9, Vers 1. Offenbarung 9, Vers 1. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven into the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. Right? Wurde der Schlüssel des Abgrunds gegeben. And just go to verse 11. Jetzt zu Vers 11. And they had a king over them. A who? Sie hatten was über sich? A king Ein Right. König. over them, which is the angel of the bottomless pit. Right? Der Engel des Abgrunds. So the angel that comes down from heaven, that has the key for the bottomless pit, right, Also der Engel, der vom Himmel kommt und den Schlüssel des Abgrunds hat, is a king. ist ein König. And it says, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue his name is Apollyon. Who is that? Wer ist das hier? It's Satan, the destroyer, right? Satan, der Zerstörer. It's the dragon, right? Das ist der Drache. The dragon is the angel out the bottomless pit. Der Drache ist der Engel aus dem Abgrund. And he's both north and south. Und er ist sowohl der Norden als auch der Süden. Okay, Und he is the ultimate slaveholder, right? So, yes, so, look, Also er ist letztendlich ja dieser Sklavenhalter, sowohl Nord als auch im Süd. so it's being stated, right, that in our time period, black people are going to be reparated, right? Und es wurde gesagt, dass in unserer Zeit die Schwarzen Reparaturleistungen erhalten werden. But if you go to the website, it's Black Lives Matter that are seeking for reparations for black people. Aber wenn du zu deren Homepage gehst, dann wirst du sehen, dass es Black Lives Matter ist, die danach trachten, Reparaturleistungen für die Schwarzen zu erwirken. Now sister, the important thing is, Sister White takes the slavery in Egypt, Aber literal slavery, wichtig zu verstehen ist, dass Ellen White die buchstäbliche Sklaverei der Juden in Ägypten nimmt, which we know typifies slavery to sin, or symbolizes slavery to sin. wo wir ja verstehen, dass das die Sklaverei zur Sünde symbolisiert. And she parallels it with this war here between the north and the south, Und sie setzt diese buchstäbliche Sklaverei parallel mit dem Norden und Süden im US-Bürgerkrieg, which was supposedly on the surface about slavery. worum es ja zumindest augenscheinlich um Sklaverei ging. But it wasn't. It was about preserving the union. Aber das war nicht der Fall, sondern es ging ja darum, die Union aufrechtzuerhalten. Okay, so when you understand they're both Satan, right? And you see that this one and this one, they've been swapped around, but it doesn't matter, right? Wenn du verstehst, dass beide letztendlich Satan sind und jetzt die beiden Parteien sozusagen oder ihre Absichten jetzt scheinbar hier in unserer Zeit umgewechselt worden sind, ist es trotzdem ganz egal. So what's been paralleled is after the US Civil War, the blacks were reparated. Und was jetzt gesagt wird, ist, dass nach dem US-Bürgerkrieg damals die Schwarzen Reparaturleistungen erstattet worden sind. They were given 40 acres and a mule. Ihnen wurden 40 Acker und ein Esel gegeben oder ein Maultier. So here's the line, right? And out of Egypt they come and they go into the land, right? Also hier ist ja unsere Linie, jetzt kommt man hier aus Ägypten raus und man geht in das Land. Okay, so, but what's been suggested is we are to see, in our time, in this war, black people being reparated. Aber was jetzt vorgeschlagen wird, ist, dass in unserer Zeit, in diesem Krieg jetzt, es ebenso dazu kommen wird, dass die Schwarzen Reparaturleistungen erhalten werden. And I have a huge problem with that, Und right? damit habe ich aber ein großes Problem. Especially when you go look at it, that these people here, who are the South, right? And it's a political movement, right? Besonders wenn wir uns anschauen, dass diese Leute, Black Lives Matter, welche der Süden sind,
Und sie sind ja eine politische Bewegung, which we have nothing to do with, mit denen wir überhaupt gar nichts zu tun haben sollen. and you can't really know what they're really about, Und du kannst gar nicht wissen, worum es denen eigentlich wirklich geht. are the ones that seeking for reparations for black people. Sind genau diejenigen, die danach trachten, die Reparaturleistung für die Schwarzen zu erwirken. But who are they linked to? Aber mit wem sind sie hier verknüpft? Mit Vorschlägen. So, what's the real slavery? Mit dem Süden, der an sich für Sklaverei ist. Also Sin, right? was ist die wahre Sklaverei? Es ist die Okay. Sünde. So they're on the surface seeking to free them from their slavery, right? Also augenscheinlich trachten sie danach, sie von der Sklaverei zu befreien. But what they really want to do, they want to unite them together in ultimate slavery, right? Aber was wirklich die Absicht dahinter ist, ist, sie alle zu vereinen und dann letztendlich in dieser vollständigen Sklaverei zu fangen. Okay. So just go down to the next paragraph. We'll try and finish this. Also jetzt noch zum nächsten Absatz gehen und wir versuchen den Gedanken damit abzuschließen. Because when you read this, right, Wenn du das jetzt hier liest, we know that Trump right here, is a Republican. dann wissen wir, dass Trump hier ein Republikaner ist. He's the North. Er ist der Norden. But yet when you take the Bible, Trump is both Nebuchadnezzar and Pharaoh. Aber wenn du die Bibel anschaust, dann ist Trump sowohl Nebukadnezar als auch Pharao. It's Pharaoh who makes the Sunday law, Das ist der Pharao, der das Sonntagsgesetz macht. right? Richtig? But yet Pharaoh's the South. Aber das Pharao ist der Süden. Because it shows you that this North borrows its army from the South. The communism and atheism, it's the same face. Das zeigt uns, wie der Norden seine Armee von dem Süden leiht. Dass Kommunismus und Faschismus letztendlich dieselbe Phase ist. Pharaoh wanted to enslave the people. Pharaoh wants to enslave the people as much as the South wants to Pharao enslave. möchte Right? genauso die Leute versklaven, so wie der Süden das auch machen möchte. And Pharaoh's the king of Egypt, which is the South. Und Pharao ist der König von Ägypten, was der Süden ist. You got to see this, right? It's showing you it's the same thing. They're all, no matter what they say, they want to bring you into slavery, right? Und das müssen wir sehen, denn was immer sie auch sagen mögen, sie wollen dich alle in die Sklaverei bringen. Okay. And then the last paragraph is about the French Revolution, right? Der letzte Absatz, der geht jetzt um die Französische Revolution. So just let's read it. It says, Lass uns lesen. with blasphemous boldness, almost beyond belief, one of the priests of the new order said, God, if you exist, avenge your injured name. Das wird postet. I didn't post that? No. Ah, that's why you're saying it's the last one. Oh, then that's my fault. Excuse me. Let me quickly post it. I maybe just didn't realize I didn't post it. Sorry. Should be. There it is. There. 1 second. Dutch. Okay, there now. Everybody got it? Hat jeder Zugang? Okay. It says, with blasphemous boldness, almost beyond belief, one of the priests of the new order said, God, if you exist, avenge your injured name. So, what are they doing here? Was They- machen sie jetzt hier? They're mocking God, right? Sie verspotten Gott. This is the south. If you Das ist der Süden. say Yes, right? If you exist, right? Wenn du existierst. I bid you defiance. You remain silent. You dare not launch your thunders. Who after this will believe in your existence? And it says, okay, what an echo is this of the Pharaoh's demand? Who is Jehovah that I should obey his voice? Now this Pharaoh, the whole reason he wouldn't let the Jews go was over this Sabbath subject, right? Also dieser Pharao, warum er die Juden nicht gehen lassen wollte, war
wegen dieser Sabbat-Streitfrage. So it's showing you that the North, that make the Sunday law thing, have the exact same spirit as the South. Das zeigt uns letztendlich, dass der Norden, der das Sonntagsgesetz erlässt, hat genau denselben Geist wie der Süden. They're both pro-slavery, Sind beide für Sklaverei. right? Because anti-slavery, just line it up with this, pro-slavery, right? Also hier sieht man ja, wenn man das hier miteinander vergleicht, ist das für die Sklaverei. Trying to free from slavery, pro-slavery. Aber auch die Demokraten, die scheinbar jetzt von Sklaverei befreien wollen, sind in Wirklichkeit auch für die Sklaverei. As Führer says, they're liars, right? Wie Führer schon gesagt hat, sie sind alle Lügner. Says the way says, don't touch politics because you don't know what you're going to get, right? Irgendwann sagt ja, rühr die Politik nicht an, weil du nicht weißt, was du letztendlich davon erhalten wirst. You all see that? Könnt It's ihr das alles real clear, right? Das ist sehr deutlich. So now we can go to this last quote and then we'll just read through it and we'll quote the second one. Jetzt wollen wir uns noch das zweite Zitat anschauen, was gepostet worden ist. Now, you can really see why she took the black people in the US Civil War and paralleled it to the Jews, right? Jetzt können wir wirklich besser verstehen, warum sie die schwarzen Leute aus des Bürgerkriegs genommen hat und sie mit den Juden in Ägypten verglichen hat. Now, the Jews, when they were in Egypt, did they know God? Als die Juden in Ägypten waren, haben sie Gott gekannt, No, but they were meant to be the people that knew God, right? aber sie sollten an sich ja das Volk sein, das Gott kennt. So what did he do? Was hat er gemacht? He took them out of Egypt Er hat sie aus Ägypten gebracht and then he gave him his law and he gave them a time period so that they could learn about God to worship him, right? und hatte ihnen sein Gesetz gegeben und er hatte ihnen eine Zeit eingeräumt, wo sie dann lernen konnten, Gott richtig anzubeten. So let's read this quote and let's see if you see this very same thing, right? Lass uns jetzt dieses Zitat lesen und lass uns schauen, ob das auch dasselbe war damals mit den Schwarzen. So just like the Jews were slaves, the blacks were also slaves, right? Genau wie die Juden Sklaven waren, waren auch die Schwarzen Sklaven. It says, this nation of slaves was to be taught of God. Jesus Christ, enshrouded in the pillar of cloud and fire, was to be their invisible leader, the ruler over all their tribes. Moses was to be the mouthpiece of God. For 40 years, God ruled over them as they journeyed through the wilderness. But the Hebrew nation is not the only nation that has been in cruel bondage, and whose groanings have come to the ears of the Lord of hosts. The Lord God of Israel has looked upon the vast number of human beings who are held in slavery in the United States of America. The United States has been a refuge for the oppressed. It has been spoken of as the bulwark of religious liberty. God has done more for this country than for any other country upon which the sun shines. It has been marvelously preserved from war and bloodshed. God saw the foul blot of slavery upon this land. He marked the sufferings that were endured by the colored people. He moved upon the hearts of men to work in behalf of those who were so cruelly oppressed. The southern states became one terrible battlefield. The graves of American sons who had enlisted to deliver the oppressed race are thick in its soil, just like the First and Second World Wars. Right? Wie beim Ersten und Zweiten Weltkrieg. Many fell in death, giving their lives to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that were bound. God spoke concerning the captivity of the colored people, as verily as he did concerning the Hebrew captives, and said, I have surely seen the affliction of my people. Who's he likening them to? Mit wem vergleicht die Schwarzen jetzt? His people. Mit seinem Volk. And I've heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows, and I am come down to deliver them. The Lord wrought in freeing the southern slaves, but he designed to work still further for them as he did for the children of Israel, whom he took forth to educate, to refine, and ennoble. Christ himself wrought with his appointed leaders and directed them as to what they should do for his people that had become so terribly degraded. They were to be kept separate from all nations, to be directed and counseled until through a correct representation of the divine character they should come to know God and to reverence and obey his commandments. So when those blacks were taken out of slavery,
who do they represent? Als diese Schwarzen aus der Sklaverei herausgeführt worden sind, wen stellten sie dar? God's people. Gottes Volk. The wise will understand, right? Die Weisen werden das verstehen. The wise will look at the spiritual and realize it's a freedom from sin. And the only way you can be free from your sin is through knowing God and how to keep His commandments, right? Die Weisen werden verstehen, dass es also eine geistliche Lektion ist, wie du frei wirst von der Sünde. Und das Einzige, wie du frei werden kannst, ist, indem du Gott kennst und seine Gebote hältst. He had to take the blacks out of their literal slavery and teach them about their spiritual slavery, Da right? musste er die Schwarzen aus der buchstäblichen Knechtschaft befreien, um sie dann über ihre geistliche Knechtschaft zu lehren. Christ took the Jews out their literal bondage in Egypt to teach them about their spiritual bondage to sin. Genauso hat er mit den Juden gemacht, er hat sie aus der buchstäblichen Knechtschaft in Ägypten herausgeführt, um sie über ihre geistliche Knechtschaft der Sünde zu lehren. And when Christ came to the Jews in the times of Romans, they were in bondage. Aber als Christus zur Zeit der Juden zu den Juden kam, da waren sie auch in Knechtschaft. And he wanted to teach them spiritual things, and they didn't want, and they crucified him. Und er wollte sie geistliche Sachen lehren und sie wollten das nicht und sie haben ihn gekreuzigt. And in this time period, a message about freeing us from our spiritual bondage comes, and there's a group that are wicked that are not going to receive that. They want freed from their literal bondage, and they're going to crucify you. In dieser Zeit wird also eine Botschaft kommen, die letztendlich über die geistliche Befreiung sprechen wird. Aber diese Gruppe, die will das nicht haben, sondern sie will von der buchstäblichen Knechtschaft befreit werden und sie wird dich dann kreuzigen. Amen. It's as clear thing can be, right? Sehr deutlich. Okay, let's close with that. Lass uns mit Gebet abschließen. Lieber himmlischer Vater, I want to thank you for all these clear thoughts, vielen Dank für all die klaren Gedanken. and I'm asking you once more that you will give us the wisdom and the time to make a recap. Ich möchte bitten, dass du uns die Weisheit schenkst und auch die Zeit, um noch das nochmal durchzugehen, To get them in our minds, um das wirklich in unseren Verstand zu bekommen, and that we would be sanctified by the truth sodass wir durch die Wahrheit geheiligt werden können and not be deceived. und nicht verführt werden. And I'm asking for blessings upon us during this day, Und ich möchte für deine Segnung über uns diesen Tag bitten, that as we know that we will become united through the truth. sodass wir dann durch die Wahrheit vereinigt werden können. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen.